S'mores alle. Ik alle welkom van deel S'mores. En mijn naam is Pastor Quentin Unger. Ik ben een van de predikers hier en ik wil je persoonlijk van deel welkom. We willen van deel wieder gaan in onze Efeesa-brief. En wenn je bent met ons geweest in deze series, we hebben alle soorten gezien wat Paulus dat naar de Efeesa schreven. En we zeggen, we zullen ons sicher sein, wo wir stehen mit Gott. Wir sagen dort erst durch Gnade und willst wir glauben, dass wir rat sind. Und dann sagen wir, wo wir sollen leben, willst wir bekehrt sein, willst wir selig sein. Und von der werden wir dann die letzte Versen in Efeser Kapitel 6, 10 bis 24 durchgehen. Und in dieser Versen lehrt Paulus uns klar, dass wir nicht uit uns selbst an eine Kraft für Jesus zu leben. Wir sollen uns verlassen an Jesus Christus. Weil wir anfangen mit dem Gebet. Lieber himmlischer Vater, wir sind so dankbar, dass wir uns sicher sein, wo wir stehen mit dir. Und wieder, wir können weiten, dass du mit uns gehst. Und ich bete Gott von dir, für jeder einer, der hier ist. Wir weten dass du bist ein Gott, was persönlich ist. Und du bist ein Gott, was persönlich reden wird. Und ich bete, dass du was die Welt brücken, was ich von dir rüberbringen will, für deine Ehe und deine Herrlichkeit brücken, dass du was deine Kinder von dir S'mores preisten und ermutigen. Gott, ich bete, dass du was mit mir sein, meine klare Stimme und Hort geben, dass ich kann rüberbringen, was du mir auf dem Hort gelegt hast. Wir beten das in Jesus' Namen. Amen. Diese Versen, die ich von dir will reden, sind für viele von uns sehr bekannte Versen. Das sind Versen, wo wir gegen den Feind stehen. Und das ist die Versen in Englisch sagen wir, the armor of God. Das sind die Versen, die wir von der Schere reden. Aber es ist so viel mehr in dieser Versen, als bloß, wo wir uns dann kleiden. Paul sind da trägt, dann sagen wir, wo wir sollen uns kleiden mit der Gerechtigkeit, was in Christus ist. Wir sollen uns kleiden mit dort, wir sollen dort alles aufsetzen und wir sollen dort nicht antragen und nicht erst dort leben, was Jesus uns geben wird, haben in Leben. Dort alles erst dort sind, dort leben, was wir eine Bekehrung haben. Und dort, was wir nu antragen sollen, das sind die Kleider und dort nicht leben. Von der redet Paulus noch von einer Sorte Kleider, dort tragt sich ewig nicht Leben an. Und dort ist das Geschirr, was Gott uns geben wird, dass wir brücken können, dass wir stehen können gegen den bösen Feind und seine Engel. Dass wir in Gewinns leben können. Dass wir nicht durchgebunden sind, dass wir nicht durchgebrochen sind, aber wir in Gewinns wandeln dann mit Jesus Christus. So werden wir anfangen dann in die ersten zwei Versen, in 10 und 11. Hier redet Paulus, sagt es das, sorgt dafür, das sagt in der 10. Vers, dass die stark waren durch die Kraft, die in der Herr gibt. Sagt, die sollen stark werden. Wir sollen stark sein. Wir sollen stark stehen. Das ist nicht, dass wir uit uns selbst stark sind. Das ist nicht, dass Gott uns selbst, uns Körper, uns je starker merken. Das ist durch, was Gott in uns steht. Das ist Gott durch uns, was stark ist. Das ist nicht unsere eigene Kraft, das ist Gott seine Kraft. Wir sollen stark sein, nicht wegen wie stark wollen, aber was Gott in uns tut. Ich glaube, die Ursache, warum so viele Christen so wenig Gewinns haben in ihr Leben, gegen Sinn, gegen Fehler und andere Dinge, als wenn wir glauben, wir sind stark, wir wollen durch unsere Entscheidung, wir wollen all Sorten tun, so dass wir können stark sein. Und dann wundern wir, warum wir dann Fehler haben. Der Fehler ist, wenn wir nicht in Gott seine Kraft
stark stehen. Wir sollen in Gott seine Kraft stark sein. Und dann sagt in der 11. Vers, er sagt, lag je tot je share ab. So wat is je share fair? Engels sagt wie armor. Wat is dat fair? Dat zijn Kleider, wat wir antragen doen, dat wir beschützt sind von dat Gefahr, wat Rome uns ist. Zum Beispiel, so doten sich das Geschirr antragen, dass sie, wenn sie in Krieg gingen, dass sie würden beschützt sein von dort, wo Rome entging. Und da wird schwander sein und do bringen. Das ist nicht anmerklich, dass man so doten do bringen, was Geschirr anhat, aber das ist viel schwander. Und das ist, was uns antragen wird, um Dollar uns beschützen von so, was wir nicht sein tun. Das ist, was wir antragen tun, so dass dort, was wir nicht verreit sind, wir beschützt sind, jeng sind, was wir nicht verreit sind. Er sagt auch, wir sollen dort antragen. Lach ihn dort ab. Wo viele von Jüngern von dir, wenn je in Bad kriepen, deiden mit überdenken, dass je zo'n geen kleiden. Ik geloof alle van die tijden, je zijn fan, alle fan aangetrokken. Wel veel van jullie, wenn je eraan denken deiden, dat je in kleiden deiden. Wordt dat verzelfs? Nee, dat wordt niet verzelfs. Wir moeten ons de Kleider aantrekken, zodat wir gekleid zijn. Wir können nicht bis an denken oder über die Wünschen, dass wir wollen uns kleiden. Wir müssen das selbst antragen, wir müssen das wählen, wir müssen das entscheiden und dann müssen wir das tun. Und so ist es auch hier, wenn wir uns kleiden tun, mit dem Geschirr, was Gott uns geben wird. Wir müssen wählen, wir müssen entscheiden und wir müssen das tun. Wir müssen das antragen. Und das tun wir in Glauben. Das ist nicht besonders, was wir verwünschen tun und das Wort dann aber wir müssen das tun. Und dann sagt er es dort, woran wir sollen das antragen? Dass jeder bestehen kann, wenn der böse Feind ihn angreift. Wir sollen das bestehen können. Der viele Englische immer sagt und der hat immer sagt, steh fest, stand firm. Steh fest, lass dich nicht überschüben. Wenn wir Gott sein Geschirr antragen tun, dann können wir fest stehen. Wir können jängen stehen. Nicht wegen was wir haben oder wer wir sind, aber wegen was Gott in uns tut. Wir sollen stark stehen, jängen, der Feind, wenn er uns angreift. Ich glaube hier mit dieses Wort hat, viele von uns, wir tun damit kämpfen. Was soll wir mit das tun? Wir weiten dort den bösen Feind erst stark. Wir sollen Respekt geben für seine Kraft, was er hat. Aber wenn wir in Christus sind, wir haben auch die Gewinns über ihm. So wo soll wir dann das an sein? Wir sollen nicht wegen was wer wir sind, und unsere innere Kraft uns graut tun, aber wenn Christus hat die Events über den bösen Feind, wir sollen stark stehen. Wir sollen uns nicht ängsten. Wir sollen uns nicht wundern, wo wird es ausfallen. Wenn wir in Christus sind und wenn wir sein Geschirr antragen tun, dann können wir stark stehen. Viele von uns, wir ängsten uns viel zu sehr von den Feind. Wir geben ihm viel zu viel Kraft. Wir sollen lieber stark stehen gegen den bösen Feind. Und das ist auch sein. Paulus lädt hier uns sehr klar, das ist nicht unsere innere Kraft, das ist, was Jesus in uns tut und ist. Wir sollen uns nicht mehr grülen von den bösen Feind. Wir sollen stark stehen. Wir sind nicht so eine, was nicht gewinnen wollen. Wir sind so eine, was auch gewonnen haben, wegen was Jesus in uns tut. Und dann sagt er uns in der nächsten Vers, der 12. Vers, er sagt, das steht, willst wir haben nicht mal jenen Fleisch und Blut zu kämpfen. Dann lehrt er uns hier, wo unser Kampf ist.
jängen Wort macht wie stark stehen. Er sagt, diese Krieg, wo wir an wir sind, dieser Kampf in was wir sind, dort ist nicht jängen Fleisch und Blut. Das ist, glaube ich, eine von den größten Dingen, die wir müssen begreifen, wenn wir verstehen und wo wir wollen, jährlich gewinnen ans Leben. Kijk een beetje om, wer hier zitten dat. Die sind nicht dein Feind. Die Partner, nur wem je befriedigt sind, die sind nicht dein Feind. Dein Boss, dein Wirt, deine Arbeiter, dat je Schwester, wat jij in stonden, die sind nicht dein Feind. Wer ist uns Feind? Dat is den Beiser Jester, wat jij in ons stonden doen. Ik geloof merk wie, die Menschen in ons leven, die Feind, wat wir jeng wie fährten doen, en möchte tijd, wann der Tag sich in der Tag durch die Jagen doen en sank ist en nicht verlängern kommen, wir merken den anderen Person das Feind. Er sagt hier, das ist nicht jeng Fleisch und Blut. Dat zijn niet die mensen in onze levens wat die Feind zijn. Dat is de duivel, de bijze Feind, wat jij ons schaffen heeft. Ik geloof, een van de dingen wat het zo wichtig is voor mij, als in de eier befriedet leven. Er komen allemaal tijden, waar we een korte tijd verlengd komen. En er zijn vielleicht Monaten oder vielleicht Jahren, wo Lied nicht verlängert kommen kann. Und mit der Zeit sieht es dann so, dass der Partner der Feind ist. Aber wenn sie Augen sind so geschmerzt, uns Partner ist nicht der Feind. Uns Feind, den beiser Feind, der schafft durch uns Partner, um uns Proben begreifen. Das beste Ding, was wir dann können, ist das Lied. Es sein Wort passiert. Und dann taub drehen. Und dann taub gegen den rechten Feind zu kämpfen. Und dort ist was so tun, Prof zu tun in uns. So er sagt dann, wer uns rechten Feind ist. Er sagt in der nächsten Part von 12. Oberjängen Gewaltje, beiser Jester, von himmlische Welten und Gewalten, von Herrschaften von den Düsteren, die über diese Welt herrschen. Das ist nicht gegen Fleisch und Blut, das ist nicht gegen ohne Menschen, das ist gegen Satan. Und siene bei der Jester. Und ich glaube, das ist ein Heimding, wenn wir in der Welt anticken, da sind so viele Menschen, Personen, die gegen Christus reden. Und sie reden und sie leben in so einer Weise, was gegen Christus ist. Und vierten, da wir stehen stark, wir wollen gegen das stehen und wir stehen gegen Menschen. Und das ist nicht, was Gott hier verlangt. Er sagt, steh gegen die Weise Jester, was in das Krieg gegen uns fährt. So, was ist das dann? Wo sitzt Weise Jester? Ich glaube, es sind Tiden, wo das Wort Beis ist, was übel ist, sitzt fern und sitzt getierlich. 2. Korinther Kapitel 11, der 14. Vers sagt es steht. Und kein Wunder, will Satan selbst verkleidet sich als ein Engel von Licht. Du sind Tiden, wann was schlecht ist und was Beis ist, hast dich gekleidet mit Gold. Das sieht fern, das sieht Schmack. Aber in eng ist das nicht fern und ist nicht Schmack, das ist nicht Gold. Und wir müssen dann reit sein, wir müssen uns stiepern, gegen was artig ist und was so tun braucht, gegen uns zu tun. Jakobus Kapitel 4, der 7. Vers sagt es dort. Also, jenge stand jünt Gott. Stalt jingen den beisen Feind. Dann wird er von jünt verschwingen. Wir sollen uns jengen
stehen. Wir sollen uns gegen den Feind stahlen. So, wo sollen wir dann stark stehen? 13 bis 17 sagen, wir sollen Gott seine Geschirr tragen. So, er sagt, die sind viele Bieter von dem, was wir uns mal kleiden wollen. Und Paulus, was er hier tut, ist, dort Geschirr, was die Reimer brauchen, er braucht das ein Beispiel. Und wenn ich einen schmacker Biet Reimer Geschirr würde haben, dann würde ich das mitgebracht haben, wir können alle wiesen, mit das ein Vorbild. Aber wir haben vielleicht alle ein Movie oder Bilder gesehen, wo diese Doten sich kleiden. Also von dort redet Paulus hier, dort ist von wo er sein Beispiel nehmen wird. Er sagt in der 14. Vers, steht fast mit der Wahrheit am Jünd als in Guard. Englisch ist dort in Belt. So, was ist in Guard? In Guard ist so, was sich sich bingen wird, um alles nachholen. Vielleicht hat jemand viel weg aufgenommen oder in den Bächsen, die sind dann viel zu los. Und was tut einer dann? Einer hat sich einen Guard kriegen oder Drehbänger und bringt sich dort fast zu Raum, dass die Bächsen nicht bleiben dann. Und dort ist, was alles taub holen wird. Und dann, wenn sich dann in Ham antragen wird, und dann wie das Mana, wir wollen haben, dort Ham soll, wir sollen dort Ham anstoppen und dann dort festmerken, dort zu bleiben wird, wir dann uns eine Guard durchrahmen, dort alle fest bleiben wird. Und dort ist, was wir sollen dann mit der Wahrheit. Was ist dort alle taub holen wird in uns Leben? Dort, was wir antragen dann, was hält alle taub? Der Guard von der Wahrheit. Die Wahrheit ist dort, was alles taub holen wird. Und das ist Gebot an, was Jesus lernt in Johannes Kapitel 8, 32. Er sagt, dann wo je weiten, was Wahrheit ist. Und die Wahrheit wird ihn frei merken. So, was ist diese Wahrheit dann? Was ist dort, was alles taub hält? Johannes Kapitel 17, der 17. Vers, lehrt uns, was die Wahrheit ist. Er sagt, hell ent mit der Wahrheit. Den Wort ist dort Wahrheit. Wir sollen alle das eine Gardramme uns antragen, dort wird alles taub hält, dort wird alles abhält, dort ist das Wort Gottes. Wir machen das Wort Gottes kann. Wir machen das verstehen kann. Und wir machen dort antragen, dort alles taub hält. Wenn dort stemmen det mit der Bibel, dann bleibt das fast. Wenn dort nicht stemmen det, dann läuft wir dort los. Nur stärker ist die Wahrheit. Und dort ist ein Guard, was nicht aufrichten wird. Dort wird nicht so viel wie davon aufhängen, wo schwor das Wort. Der Guard, der wird nicht aufrichten, wenn dort als Gott sein wird. Wieder in der 14. Vers, der letzte Part von 14 sagt, es ist das. In der Gerechtigkeit verjüngt uns ein Brustschild. Ein Brustschild ist dort, wo wir uns über der Brust antragen, dort hat die Lungen, die Nieren und die Haut beschützt ist. Dort ist ein Schild für dort bewahren, was für uns Körper der möchte wird ist. Und für uns, das ist ein Vorbild, weil wir sollen unsere Gerechtigkeit brauchen, so ist ein Schild für uns hat. Die Gerechtigkeit ist, das hat zwei Parts, und wir uns bewahren wird, uns beschützen wird. Üschlich, das ist, wir sind recht mit Gott. Unsere Gerechtigkeit ist recht mit Gott. Wir sind gerecht, wir sind ohne Sinn, nicht, dass wir ohne Sinn leben, aber das Sinn ist verjährt durch Jesus Christus. Und wenn Jesus Christus hat unser Sinn betont und verjährt, wir sind gerecht für Gott. Und wenn dann so tun jungen uns kommen det und all sorten Zweifeln uns nennen det, dann können wir zurückwiesen und sagen, das ist nicht, was ich tue. Das ist, was Jesus Christus hat getan für mich. Wenn was er getan hat für mich, sind ich gerecht. Ich habe die Gerechtigkeit, was du nicht von mir wegnehmen kannst. Und Jesus hat dort
gewonnen für uns. Und der zweite Part ist, dort ist dort nur, was wir für die Menschen haben. Habe ich mal gehört, vielleicht sind da so noch was plüdern, von einem Menschen, was die Gott kennen. Und diesen Mensch ist aufrichtig und der lebt ein reines Leben. Und dann wird von diesem Mensch geplüdert und er sagt, alle Sorten schlachtet von diesem Mensch. Und dann denken in ihn selbst, das kann nicht reich sein, das kann nicht wörtlich sein, wenn ich kann dieser Mensch, er hat einen Namen, er ist ein Mensch, der aufrichtig ist. Und dann damit nur sein, und dann stimmt das. Das ist Bildspüderie, das wir nicht Wort hat. Wenn der hat einen Namen, was Gerechtigkeit ist, in Englisch sagen wir, das ist eine Reputation. Das ist, wer wir sind, das ist uns Namen. Und so ist es in unserem ersten Leben. Wenn so tun alle Sorten gegen uns bringen, und merkt uns feilen, wir sind Nüschen, wir sind bloß Fehler. Und wenn wir uns einen Namen haben gebüht und wer wir in Christus sind, wir können stehen und dort. Wir haben einen Namen, was wir abgebüht haben in Christus. Nicht wegen wir reich sind, aber wegen Jesus Christus hat seine Gerechtigkeit an uns gemerkt. Ich glaube, das ist, warum das so wichtig ist, unsere Gerechtigkeit brücken, das im Brachschild. Viele Mennoniten, viele Deutsche sind in Zweifel, ob sie gerecht sind. Sie sind in Zweifel, ob sie dort weiten können. Dort weiten kann, und dort weiten, wo wir mit Gott stehen, dort wir die Gerechtigkeit erhaben, dort ist uns Brachschild, dort wir können stehen gegen den Feind. Lot ham kommen. Lot ham uns proben, alle Sorten anzubilden, aber ein Ding sei wir sicher. Wir sind uns sicher, dass wir in Christus der Rettung haben. Gott hat uns dort versprochen, wenn wir in Glauben nur ankommen, er wird uns dort ewiges Leben schenken. Und dann sagt er wieder in der 15. Vers, er sagt, das Evangelium, dort der Frieden bringt, tragt so an, als Schau ab jener Feit. Wir sollen Feit haben, was Schau an haben, was betroffen sind bei dem Evangelium. Der Englische sagt, das sind feet ready with the gospel. Das sind Feit bereit sind, das Evangelium verspreiten. Und die Soldaten in der Zeit, die hatten nicht schlauen an, dass wir fertig sein. Wie viele von Ihnen haben vielleicht mal probiert mit Cowboy Boots? Am Norden Großterrain. Irgendeiner? Vielleicht so eine Show, die ganz glatt von unten sind, am Norden Großterrain. Was schafft dort? Das wird sehr klar, wenn die Ranen rutschen alle wegen haben, das darf nicht. Das ist nur klar. Aber die Soldaten, die haben sich näher der Show gespeckt, dass sie können gehen und sie würden nicht handfallen. Sie würden nicht ramslippen. Sie würden gehen können, sie würden einen sicheren Stopp haben. Und so ist es auch, wenn wir uns reinmerken mit dem Evangelium. Wir sind uns sicher, uns Stopp ist sicher. Dort ist nicht unser Nurrecht, dort ist dort Nurrecht, was von Gott kommt. Dort ist nicht, dass wir in sicher Stopp haben, wenn wir persönlich wir ihm sind, aber dort, wo Gott in uns tut. Wir stoppen sicher, wenn wir in den Evangelium gehen. Und dann in der 16. Vers sagt er, wir sollen das Schild abnehmen, was im Glauben ist. Er sagt, Eva, alles nimmt den Glauben als ein Schild, wurde besser mit seinen brennenden Pfeil nicht durchspecken kann. Das Schild ist dort, wo das gerade Schilling geben wird, das ist ein Schild für die ganze Soldat. Dort ist, was er brücken wird, und er moved den Raum, durch nur, wo der Feind der Fehl gegen am Scheiten down. Dort ist nicht so, was nicht rammoven wird, dort ist nicht ein Ding, was einer sich von verstärken hängen wird, einer moved den Raum, so dort, wir können uns beschützen von den Feind. So ist es mit uns Glauben. Uns Glauben ist dort, was wir können rammoven, wir können dort so anstellen, wir können unser Vertrauen in Gott so anstellen, dort wir können stark gegen den Feind stehen.
Was ist Glauben dann? Glauben ist zwei Port. Glauben ist weiten und sicher sein und was das Wort hat ist. Und der zweite Port von Glauben ist dort, wie wir uns vertrauen sagen, in dort, was wir glauben, das Wort hat. So, das erst weiten, was Wort hat, ist, und dann das Wort hat vertrauen. Und dort ist für uns, wer wir sein, zum Beispiel, wenn wir weiter versagt worden von den Feind, und der Feind, der viel jenen entscheiden wird, wir dann nicht die Lehres annehmen, wir weiten, was das Wort hat, ist. Das Wort hat ist, dort, was uns entschilt ist. Wir glauben, was das Wort hat, ist. Und wir dann uns an Gott holen. Das Ding von diesem Fehl ist, was so und jenen entscheiden wird. Es sind, das sagt er, sind brennende. Die brennen. Und das Ding ist, wenn wir in Lee annehmen, dort wird nicht so ist, und dort wird nicht von Gott, mit Gott sein wird stemmen, dort brennt Ferken wieder in uns Leben. Wenn wir bis für Beispiel den Lee sein, aber mir ist das nicht. Dort ist nicht das Wort hat, dort ist nicht dort, was Gott gesagt hat. Und wenn wir sagen, wir nehmen dort eine kleine Lee an in uns Leben. Was wird mit den Lee? Da wird grater, und dann baut selber wieder Arbeit, und mit mir erst ist nicht, ich kann das nicht tun. Und dann werden wir uns befreien, und wir segnen uns in Porten, aber wir fallen, wir sind teilnehmen, wir können uns nicht befreien. Und mit dort dann, wir lassen uns niemals los, wenn das Lee, was wir vielleicht an Kleinen angefangen haben, angenommen haben, da wird grater, und dort ist es in 4, was von den kleinen Fehl kämpft. Und wir sollen jängen stehen, nicht nur den Feind ernstne Gelegenheit geben und specken, was der fehlt. Galater Kapitel 3, der auf der Fahrer sagt es dort. Dort ist klar. Dort gesagt, kein Mensch für Gott gerecht ist, wills wer durch den Glauben gerecht ist, soll leben. Wir wollen stark stehen in Glauben. Wir wollen uns stiepern. Wir wollen den Schild abhauen und sagen, lot die Fehl scheiden. Ich stehe in Glauben. Ich stehe stark. Ich glaube, das ist sehr wichtig, dass wir dann auch wiesen hier, dass es nicht glauben in wer wir sind, aber wer Gott ist. Dann in 17. Vers sagt er, jene Radung saat ab, jünt ab, so ist ein Haut. Nicht das nicht ein Haut, das ist nicht eine Metz, aber das ist von Isa gemerkt, und dort hat sich über den ganzen Kopf, dort ein Schild ist für den ganzen Kopf, der kommt drauf in den Backen, in den Kern, und hängen boven, dort ist aller Isa. Und dort ist sehr schwer, durchzuscheiden, und sehr schwer, durchzuspecken. Und was ist das Haut für uns? Dort ist unsere Radung. Das Helmet, das Haut, was hier von ihr redet, dort ist das Port von uns, ich schäre, was das stärkste ist. Dort ist von heute Isa gemerkt. Und dort ist unsere Radung. Das sind Zeiten, wo wir uns feiern, wir sind sehr rauf. Wir sind sehr doll. Und so dann bringt alle Sachen uns Leben an, was uns raufbringen wird. Und wir feiern uns so rauf und durchgeschlagen. Aber wenn wir uns den Haut antragen und sagen, ich bin vielleicht nicht an viele Dinge sicher, aber ein Ding sind ich sicher. Ich bin gerat. Nicht wegen was ich getan habe, aber wegen was Gott für mich getan hat. Und dann tragen wir den Haut an und wir sagen, nie wo ich ran, nie wo ich feten, wegen ich weit weg in Jesus sein. Wenn wir den Haut nicht anhaben, dann sind wir nicht. Dann sind wir nicht. Wir sind nicht starke Soldaten dann. Wir müssen uns weiten, dort wir die Radung haben, wir können stark stehen. Und wegen von dort hängt alles das ordnet. Und dann sagt Paulus in der letzten Part von der 17. Vers, das ist
einzige Part von das Geschirr, was ein offensive Schild ist. Und dort ist das Schwert. Gott sein Wort aus das Schwert, dort der Jeistlich jaft. Das ist ein interessanter Part von dort Geschirr. Und das ist alles so, dass wenn dort noch uns kämpft, dann sind wir beschützt. Zum Beispiel, das Haut das ist, wenn du ein Fehl wird kommen, da wird der Jeng, aber da wird nicht nachgehen. Der Brasschild, das ist dann, was wir uns antragen dann, und wenn der wird vielleicht jener Jeng treffen mit einem Schwert, da würde nicht durchgehen. Aber das Schwert ist dort, was wir brauchen, um Jengen den Feind fährten. Wir gehen Jengen den Feind. Da ordnet es alle, wir waren, der Feind kam nach uns. Und vierten, glaube ich, probieren wir mit unseren Ohrenbieter, vielleicht mit dem Schild oder das Haut, probieren Jengen Feind zu fährten. Das einzige Ding, was Gott uns gegeben hat, dass wir können brücken, Jengen den Feind, dem Jengen den Feind gehen, ist das Wort Gottes. Das ist nicht unsere Weisheit, das ist nicht unser Nomen, das ist nicht unser Twerk, das ist das Wort Gottes. Und wenn wir probieren, Jengen den Feind zu gehen, und wir brücken dem Jengen Feind fährten, was nicht das Wort Gottes ist, wir wollen in Fehler kommen. Das ist das einzige Ding, was Gott uns gegeben hat. Aber weißt ihr, das ist ein sehr schwaches Schwert. Das ist ein sehr starkes Schwert. Und dort hat das Schwert von dem Wort Gottes hat den Feind keine Kraft gegen. Wenn wir gegen Feind gehen mit dem Wort Gottes, wir wollen gewinnen. Was braucht Jesus, wenn so tun, noch Abendheim in der Wildnis? Seht ihr nicht, dort steht geschrieben, Jesus wie selbst Gott. Er wird han könnt sein und so tun, nie go die von hier, weiß sie nicht, wer Axan? Er seht leider, dort steht geschrieben. Jesus selbst braucht das Wort, so sein Schwert. So dort ist dort Geschirr, was wir uns antragen sollen, dort Armor, was wir uns sollen antragen. Aber du hast noch ein Part von der Armor, der Geschirr, was wir sollen uns antragen. Und dort ist Gebet. 28 sagt es dort. Dit tut alle im Gebet und bet Gott um Hilfe. Bet ama, wann der Jeskin durto anmaut. Blieft wakker und geeft nicht nur mit beten. Bet für alle, die zu Gott sein Volk gehören. Bet auch für mich, dass ich mich brav genug sein, das Geheimnis von Evangelium so zu predigen, als sich dort gehört. Wozu je geschenk sie, und nu auch mit Keden verbunden sie. In viele Port, das ist das größte Port von das Geschirr. Beten. Dort ist, wo dir unsere Kraft kommt. Weißt ihr, was von Port von dort Geschirr, was das schwachste ist? Was das wenigste Schilling geben wird? Dort ist das Regen. Dort ist, wo jeder so dort das Schwachste ist. Aber weißt ihr, wo die Reimer fährten deuten? Sie drehen sich einmal in den Regen ein zu ordnen und dann holen sie niemals in den Regen, was ob wir nur den Feind. Und dort ist, was Gebet tät. Wir fährten nicht das Kriegt ut uns selbst, sondern bis uns selbst. Wir fährten mit ordentlichen Christen taub. Und wir gehen taub in das Krieg hinein. Und wir gehen in Gebet. Und Gott selbst geht mit uns, wenn wir beten dann. Und wenn du der Feind vielleicht will, den uns, die Christen, was besiegt uns erst im Leben. Von Hängen specken. Wir wollen uns den Regen drehen und den Regen, dann wollen wir uns ihn solven fährten. Und wenn uns wird von Hängen gekommen, dann wollen wir vielleicht ordentlich sein, was anstoßen wollen für uns. Und taub, wo wir dann gewinnen.
Weil wir sind nicht gemerkt, dass wir das Fett in das Kampf allein sollen tun. Wir sollen mit anderen taub. Wir sollen mit anderen taub beten. Er sagt, es steht, bet immer. Wir sollen nicht abhören mit Gebet. In Philipper Kapitel 4, sagt es steht, sorgt jünt um nichts. Lot Gott mit Beten und Prachen und Dankschein sein, alles weiten, was jünt fehlt. Wir sollen immer beten. Und dann sagt er, blieb wacker und geef nicht nur mit Gebet. Dort ersten Gebet, das wir sein, wir sind entfordert und wir werden bosig behandelt. Wir wollen nicht nur loten. Wir wollen wiederfahren, so sei es wie kann. So sollen wir auch beten. Wir sollen nicht nur loten, wir sollen so sehr beten, wie kann. Weißt du, wir sind in einem Kampf, wir sind in einem jetzigen Krieg. Wir können nicht nur loten. Wir können nicht abhören, anstunden für andere. Wir können nicht nur loten. Und dann sagt er wieder, wir sollen beten für alle. Ich frage ihn euch all, checken wir Rama. Wer hier sagt das von dir? Wer will für einen Orden beten? Wer will für einen Orden beten, dass Gott wird uns taub, das ist nicht stark, bewahren. Gott wird selbst uns Schild sein, das ist nicht stark. Wenn wir beten für Orden, wie sind es die Soldaten, die sich der Regen einen Orden drehen und fäten mit Orden und für Orden. Und dann 19. Vers sagt Paulus, bet auch für mich. Und ich würde auch mit Paulus stemmen hier. Ich würde fragen, dass ihr auch für mich das in Prediger beten. Dann kriegt ihr wach, ist was Paulus fragt, diese Tag, dass diese Tag wird für anbeten, dass er würde Evangelium kann klar bringen. Dieses Prediger uns fehlt die Weisheit, um Gott sein wird recht verstehen und recht zu predigen. Wir sind auch Menschen, die Fehler haben. Wir haben Schwachheiten. Und so tun das uns Werken sehr versägen. Und mir fehlt es an jene Gebete. Ich bin schwach, das wie alle sind. Gott hat mir eine Abgabe gegeben, aber mir fehlt es an jene Gebete. Und ich würde fragen, dass die würden beten, dass Gott mir die Weisheit geben wird, dass ich kann diese Tag verleiten. Paulus redet in Klimbet, er sagt, er fragt, dass er wird der rechte Wirt haben, dass er wird die Evangelium kann klar bringen. Paulus fragt, dass er wird Beruf sein, er wird die Kraft haben, dass er wird kann die Evangelium klar predigen in der Zeit, wo das schwer wird. Und von dem ist es auch schwer. Und Paulus fragt auch, dass er wird die Kraft haben, um die Geheimnis von der Evangelium klar rüberbringen. Weißt du, die Bibel ist noch mal schwer zu verstehen. Und dieses Predigt wieder in Fährten studieren und proben das selbst zu verstehen, das sperrt sich nach Moses ein Geheimnis. Und uns fehlt Gott seine Macht und seine Weisheit, um das Reich rüberbringen. So ich würde wieder fragen, da für mich beten. Wer will ein Orden auch in Gebet holen? Ich will von dir schließen und ich will proben, das ganze Brief taub zu bringen mit dir. Und wir wollen die letzte 4 Verse nicht durchgehen. Jesus Christus hat diesen Krieg gewonnen. Jesus Christus hat die ewige Hand über den Feind. Wie weiten wird das Wort ausfallen? Wie weiten dort Jesus Christus hat gewonnen? Wie weiten die, die in Christus stehen, die wollen gewinnen? Wer will stark stehen? Wer will uns stiepern in der Kraft, was Gott uns geben wird? Wer will nicht abgeben? Wer will uns nicht lassen durchschlagen? Aber wer will das Geschirr antragen und wer will ein Orden mit Gebeten abbühnen? Wer will schließen mit Gebet? Liebe himmlische Vater, wir sind so dankbar, dass wir brauchen nicht. Wir dürfen nicht diesen Fett in unseren inneren Kraft zu fäten.
Jeistlich, die hast uns die Scher angetragen, gegeven hem aantragen, meine ich, dass wir können in deiner Macht, in deiner Kraft, jenen Find fäden. Und zweitens, die hast uns Brüder und Schwestern gegeben, den Herrn, wodurch und mit wem wir können jenen so fäden. Wer wir anstehen für einen Ordnen, lot uns anstehen, Jesus Christus. Und ich bete für Söhne von dir, was vielleicht sich feiern, sie sind durchschlagen. Ich bete Gott, dass die was loten weiten, wer du bist, wo stark du bist, und die Macht, was wir haben, wegen wir in Christus sind. Wir beten das in Jesu Namen. Amen.